Herzlich willkommen bei uns in der Brasileia Stiftung zur neuen Ausstellung mit den beiden Künstlerinnen aus Curitiba, Rosângela de Andrade Bos und Angela Lima. Es handelt sich hierbei um eine Kooperation mit der 14. Biennale in Curitiba. Ich hatte vor 2 Jahren das Vergnügen, dort die 13. Biennale mir anzuschauen. Bin mit dem Direktor Luis Ernesto Meyer Pereira 2 Tage unterwegs gewesen in Curitiba und habe eigentlich ganz viele neue Kunsteindrücke bekommen. Dann haben wir verschiedene Künstler praktisch in die enge Auswahl genommen, haben uns mit allen möglichen getroffen und schlussendlich sind es jetzt die beiden geworden, Angela und Rosângela, die wir eben jetzt hier als Kombinationsausstellung zeigen. Die Ausstellung heißt Territorios Lúdicos und zwar eigentlich wie sie die spielerischen Welten heißt das. Und hier befinden wir uns jetzt bei den Arbeiten von Rosângela. Rosângela lebt eigentlich zwischen den beiden Welten, zwischen Brasilien und der Schweiz. Sie lebt seit 20 Jahren jetzt in der Nähe von Zürich und springt eigentlich immer hin und her. Und man merkt es auch in ihren Arbeiten. Sie ist ganz oft auf Stadtspaziergängen oder Waldspaziergänge, sammelt dort alle möglichen Materialien, die in ihrem Fundus sind, die sie dann auch immer wieder weiter verarbeitet und hat dabei eben auch immer ihre Kamera dabei. Die ist relativ klein und unscheinbar und damit kann sie eigentlich Aufnahmen machen, wo die Leute es nicht so besonders mitkriegen. Und diese Arbeit, die wir jetzt sehen, diese Torres, die sind eben dadurch entstanden. Wir haben hier hinter mir haben wir Bilder von dem Museum Oscar Niemeyer in Curitiba und dort sind waghalsige Gerüststrukturen vorzufinden und Arbeiter renovieren eben die Fassade und das hat sie inspiriert, dieses Spiel zwischen diesem Gleichgewicht und Ungleichgewicht, diese zwei Welten, sowas wäre hier unvorstellbar, dort funktioniert es. Und aus diesen Analogien hat sie dann eigentlich diese Torres eben übersetzt. Das war die Basis diesbezüglich. Und ein zweites wichtiges Thema bei ihr, das sehen wir hier im Hintergrund mit diesen 3 großen Arbeiten auf Papier, das sind eben auch Collagen. Es geht hier häufig um die Metamorphose, die Natur, die alles überwuchert, die eigentlich fast wie chaotisch aussieht und sie setzt diese chaotischen Strukturen in verschiedenen Elementen zusammen und durchdringt sie dann mit diesen farbigen Positionen und macht ein wirres Spiel draus. Man erkennt verschiedene Dinge auf einmal, die vorher gar nicht eigentlich konstruiert und im Kopf waren und das ist eigentlich ein schönes Spiel, auch dieses Spielerische, dieser Ansatz, auch verschiedene Techniken zu überarbeiten. Sie kommt eigentlich aus der Drucktechnik, sieht man bei dieser Arbeit sehr gut, eigentlich wie ein Linoldruck, aber es ist kein Linoldruck, sondern eben Tusche und ganz viele verschiedene Techniken überschneiden sich. Also ich komme ursprünglich aus Brasilien, aus Curitiba und ich habe in Brasilien Kunst studiert und später bin ich in die Schweiz gekommen, seit fast 22 Jahren, habe in der Schule für Gestaltung, heute die Kunstschule für Design und Kunst natürlich in Zürich studiert und ich habe dann Kunsterziehung und Kunstgeschichte und Kunst studiert und ich habe dann sehr bald, schon als ich dort war, mit Kunst auszustellen. Ich komme ursprünglich aus Zeichnung. Ich habe mich konzentriert mit Zeichnung und ich arbeite schon sehr lang drauf mit dem normalen Bleistift und Tusch mit dem Pinsel. Und die Arbeiten, die wir hier in der Brasileia sehen werden, das sind Zeichnungsarbeiten und natürlich ein paar Objekte, die ich auch mitmache und meine Arbeit sozusagen, meine Installation zu zeigen. Ich arbeite normalerweise mit Cluster. Wir sehen so hier zum Beispiel ein paar gute Beispiele von diesen Arbeiten, die ich normalerweise mache. Meine Arbeit hat sehr viel zu tun mit der Idee der das Narrativ. Deswegen arbeite ich auch sehr oft mit der Fotografie. Eine sozusagen Basis meiner Arbeit ist die Fotografie. Ich arbeite ziemlich lang mit Sammlung von Fotos. Ich fotografiere sehr, sehr gern. Wo ich hingehe, normalerweise habe ich eine Fotokamera, weil ich fotografiere sehr gerne Menschen.
Und das brauche ich eine sehr große Zoom, weil ich will nicht, dass die Leute merken, dass ich fotografiere. Und ich bin immer unterwegs dann mit meiner kleinen Pochettkamera, wo ich wirklich auch ganz banale Szenen von der Alltag nehme. Und das mache ich wirklich eine Sammlung. Ich habe über 10.000 Bilder, wo ich wirklich immer wieder hin brauche, um meine Arbeit weiterzuentwickeln. Weil meine Arbeit sehr viel von dem Narrativ hat. Es ist für mich sehr wichtig, dass ich nicht dann nur zeichnen und zeigen, auch Fotografie zusammen. Ich habe dann in der Installation, die ich hier zeige, Minha casa é o meu corpo, das mein Haus ist mein Körper auch. Und ich zeige dann unsere Beziehung zu unserem Körper und unserer Umgebung. Ich tausche auch Fotografie dabei und habe ich die Arbeit. Diese Arbeit das sind die Häuser, sind die Palafitas, das sind die Häuser, die am Ufer, ein See oder am Meer, so manchmal in der Umgebung von sehr feuchten Orten in Brasilien sind. Und sie machen dann diese ganz heiklen Fuß da, dass man denkt, aha, das sind so wie dass man fast das Gefühl hat, das gibt es nicht unten, das gibt es keine Basis. Und das sind so ganz heikle Strukturen. Und die meine Arbeiter hier zeigen immer, nicht nur in den Arbeiten, die ich hier zeige, aber oben auch in den ersten Stock. Ich arbeite mit den Strukturen, sehr sensiblen Strukturen. Wir sehen auch eine neue Arbeit, die ich angefangen habe vor 1,5 Jahren ungefähr. Das sind die flüssige Porzellan. Ich habe in Kloster Muri eine Ausstellung gemacht und dort habe ich auch das erste Mal die Porzellan gezeigt, weil es war in Zusammenarbeit mit Landschaftsbildern, die ich für den Kloster Muri gemacht habe, in Zusammen mit den Ausstellungen, die dort gezeigt wird. Und das sind einfach Sachen, gefundene Objekte, die ich brauche für diese Assemblage. Manchmal sind Pommes-Chips, manchmal sind Teigware, manchmal sind Seiden, sind die Stücke Holz, sind wirklich Assemblage mit viel Material. Und nachher wird eine Skulptur gebaut, diese verschiedenen Sachen. Und nachher wird mit flüssig Porzellan aus Limoges überdecken und nachher wird mit 1200 Grad gebrannt. Hier im Hintergrund sehen wir die Arbeiten von Angela Lima. Eigentlich der ganze Bereich ist Angela Lima. Sie kommt eben auch aus Curitiba, wohnt auch in Curitiba und deshalb haben wir sie eingeladen, einen Teil mitzubringen an den Arbeiten schon fertig, die wir dann aufgezogen haben und einen anderen Teil, so wie diese Serie hinter uns, hat sie hier vor Ort im Künstlerresidenzatelier produziert. Sie ist jetzt ungefähr einen Monat hier gewesen und das sind Arbeiten auf Aluminium, die ganz viel von ihrem Schaffen eben zeigen. Angela kommt eigentlich aus der Mode und hat dort viele Techniken mit eingearbeitet und ist extrem interessiert an Film. Und man sieht das auch, sie arbeitet immer in Sequenzen, in verschiedenen Filmsequenzen. Sie arbeiten nicht einfach nur mit einem Bild ab, sondern für sie sind die Arbeiten erst fertig, wenn es 3, 4 oder 5 Filmsequenzen Arbeiten dann sind. Und hier hat sie eigentlich im Atelier versucht, in ihre Kindheit zurückzugehen und die fröhlichen, lustigen Momente eben rauszusuchen aus ihrem Innersten. Und sie sagt eben auch, man kann nichts produzieren, ohne dass man seine Vergangenheit nicht doch auch unterbewusst mit einbezieht. Und das macht sie und sieht eine Art Filterarbeit mit diesen Linien, eigentlich wie eine Art Vorhang, hinter dem sie verschiedene Sachen hervorkramt. Es gibt Leerstellen, die sie bewusst lässt. Eine Seite ist immer wieder auch offen gelassen, dass der Betrachter nach ihrer Ansicht nach auch eine Möglichkeit hat, in diese Arbeiten einzudringen. Und ich finde, das gelingt ihr recht gut. Manche Sachen sind halb verdeckt, man muss richtig auf Suche gehen.
Und wir haben viel diskutiert, viel gesprochen über diese Arbeiten. Sie auch meinte, ja, manche Sachen überlasse ich einfach dir, aber viele Sachen hat sie auch erklärt. Und das sind extrem schöne Arbeiten, die sie eben dann hier erstellt hat. Und dann hat sie auch ihre klassische Malerei mit sehr prägnanten Farben, speziellen Positionen. Man sieht das auch, die Kinder mit den Schuhen, mit den Erwachsenenschuhen, die sind viel zu groß. Sie sind ihnen noch nicht entwachsen, sondern sie müssen noch reinwachsen. Es sind Arbeiten, wo sie sagt, ja, als Kind erlebt man eigentlich alles auf eine spielerische Art und Weise. Man muss seine Position finden in diesem Leben. Man weiß noch nicht so genau, wo man hingehört. Passen mir jetzt die Schuhe, passen sie mir noch nicht? Wann passen sie mir oder werden sie mir überhaupt nicht passen? Oder dann auch hier hinten diese Arbeit, diese rosa Arbeit, wo man auch wie im Dreck wühlt und man dieses ganze Leben erstmal peu à peu begreifen muss. Das sind alles so spielerische Momente. Viele Eltern kennen diese Situation, wenn man diese Worte wirklich mal sich auf der Zunge zergehen lässt, dieses Begreifen, man fasst was an und irgendwann begreift man es, das ist Sand, das ist Holz. Das ist diese spielerische Herangehensweise. Und auch sowohl Rosangela als auch Angela, beide mixen ganz, ganz viele Techniken miteinander und das ist eigentlich diese spielerische Herangehensweise. Meu nome é Ângela Lima, sou artista plástica brasileira, estou na Suíça, aqui na Fundação Brasileia, já há 30 dias em residência artística, preparando essa exposição que a abertura é hoje. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o meu processo, como que aconteceu essa carreira, como iniciou essa carreira. Eu venho das artes de design do produto. Eu fui produzir moda há alguns anos e a minha carreira artística é muito recente. Produzi muitos anos moda, inclusive produzia para C&A, depois passei para design de produto. Trabalhei alguns anos como design de produto e o que aconteceu foi que só a estética, eu sentia profundamente, assim, me sentia inadequada em muitas situações da minha vida e com a poética que eu encontrei na arte, fui fazer carreira artística, me formei em artes plásticas, fiz 2, 3 anos arte no Parque Lage com o professor Charles Watson, que é um ex-professor da Universidade de Londres, nascido na Irlanda, na Escócia, lá, aliás, e me preparei assim, com bastante intensidade. Meu trabalho é um trabalho que constantemente a figura da criança, os brinquedos estão presentes. Sempre me perguntam o que me leva a trabalhar com essas imagens. Ouvindo recentemente um workshop de Anselm Grün, ele é um alemão, monge beneditino, e ele falava que quando você quer buscar as tuas verdades, vá na tua criança. E isso me clareou muito esse meu processo. As crianças, elas aparecem e muitas vezes eu quis me escapar dessas imagens e não consegui. Eu sempre fui uma pessoa muito intensa naquilo que eu faço e de repente quando eu entrei na arte eu estava lidando com figuras aparentemente muito frágeis, que é a criança, que são brinquedos, coisas consideradas muito do pequeno. E isso eu achava que não era para mim esse caminho. E ao buscar assim esse esclarecimento, essa busca, esse encontro com essa minha pesquisa, eu vi que para você encontrar as tuas verdades,
é na tua criança que você vai encontrar. E isso aí acaba trazendo o trabalho para um lugar mais maduro, um trabalho que você se realiza mais.